Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in Hyper-V eine neue virtuelle Maschine erstellen könnt. Wir fangen an. Wir gehen zunächst in den Hyper-V Manager, den ich hier schon geöffnet habe, gehen dann einmal auf Neu, virtuellen Computer. Dann haben wir ganz normal erstmal die Vorbemerkung, die wir durchlesen können, aber erstmal irrelevant ist. Wir gehen auf Weiter. Jetzt gehen wir einmal den Namen an. In dem Fall würde ich jetzt einfach sagen Testsystem. Hier könnt ihr gegebenenfalls auch den Speicherort ändern, wo die abgespeichert werden soll. In meinem Fall ist der Hyper-V auf einem Windows 11 System, wie ihr ja schon sehen konntet. Das heißt, hier könnt ihr gegebenenfalls dann auch eine extra Partition anlegen. Testweise lasse ich es erstmal auf C, weil das auch gleichzeitig die SSD ist, weil wenn ihr das auf einer HDD laufen lasst, dann ist die Maschine natürlich sehr, sehr langsam. Wir gehen auf Weiter. Hier können wir verschiedene Generationen auswählen. Hier ist wichtig zu beachten, wie schon bekannt, haben wir halt einmal hier UEFI und einmal Generation 1 ist dann auch EFI bzw. BIOS möglich, also nicht UEFI-Betriebssysteme, sieht man auch 3264 und beim anderen wird nur 64 unterstützt. In meinem Fall möchte ich ja nur eine virtuelle Maschine erstellen mit einem Windows-Betriebssystem, das heißt in dem Fall nehme ich Generation 2. Wir gehen auf Weiter. Hier wird der Arbeitsspeicher hinterlegt. Hier würde ich den Haken immer rausmachen. Dynamischer Arbeitsspeicher habe ich immer Probleme mit gehabt. Und wir würden jetzt einfach mal 4096, also 4 GB Arbeitsspeicher mal zuweisen. Wir gehen auf Weiter. Und hier seht ihr schon den Switch, den ich letztes Mal angelegt habe, den wir benötigen, in dem Fall extern, damit er dann auch eine IP-Adresse in eurem eigenen Netz bekommt. Dann gehen wir auf Weiter. Hier können wir jetzt schon die Festplatte angeben. Da würde ich einfach immer Unterstrich C machen für die C-Partition und würde jetzt einfach erstmal 40 GB nehmen. Dann gehen wir auf Weiter. Hier könnt ihr entweder sagen, dass ihr die ISO-Datei direkt einbinden möchtet, was ich jetzt schon mal machen kann, indem ich hier einfach auf den Desktop gehe. Da habe ich testweise eine Windows Server ISO. Wir gehen auf Weiter. Hier seht ihr alles fertigstellen, fertigstellen. Dann wird die VM schon mal erstellt. Und jetzt müssen wir nochmal in die Kleinigkeiten rein, weil standardmäßig ist das Hauptproblem, dass er ihm nur eine CPU zuweist. Ich gehe nämlich mal auf Einstellungen. Seht ihr, er hat nur eine CPU. Das würde jetzt dazu führen, dass die Installation etliche Minuten dauert, weil er sehr, sehr langsam ist. Das heißt, hier machen wir Minimum 4, gehen schon mal auf Anwenden und gehen unsere anderen Punkte mal durch. Sicherer Start, kann man halt sehen, Windows oder ähnliches kann man machen, muss man nicht. Genau, TPM wird zum Beispiel benötigt, wenn ihr eine Windows 11 Maschine machen wollt, da es sonst zu Problemen kommen kann. Und viele andere Funktionen auch, aber primär den Sicherheitspart lasse ich im Normalfall immer weg. Ähm, Hier habt ihr die Festplatten, hier könnt ihr auch später neue Festplatten und ähnliches hinzufügen, indem ihr einfach eine neue Festplatte erstellt, die wird dann eingemappt und automatisch angezeigt. Bei Netzwerkkarten könnt ihr, wie schon gesagt, verschiedene vSwitche anlegen mit zum Beispiel verschiedenen VLANs, Management, Servernetz, Clientnetz, was auch immer. Somit würde das dann auch funktionieren, wenn zum Beispiel an dem PC oder an eurem Server halt mehrere VLANs anliegen. Hier gibt es dann nochmal den Namen, den könnt ihr nachträglich noch anpassen. Das zum Beispiel Testsystem würde dann heißen Domain Controller 1 oder Server 1 oder was auch immer. Natürlich könnt ihr auch Linux virtualisieren, nur in meinem Fall habe ich jetzt einfach ein Windows-Betriebssystem genommen. Dann Integrationsdienste, könnt ihr verschiedene Sachen machen. Bei Windows ist es sinnvoll, die Gastdienste zu aktivieren und die Zeitsynchronisierung auszuschalten, weil wenn man Pech hat und der Hyper-V hat Probleme mit der Zeit, sind dann alle VMs haben dann auch eine falsche Zeit. Dann haben wir den unteren Punkt, Prüfpunkte aktivieren. Würde ich den automatischen Prüfpunkthaken rausnehmen und den normalen Prüfpunkthaken drin lassen, dass er normale Prüfpunkte macht, wenn zum Beispiel Backup gemacht wird oder wenn man einen manuellen Prüfpunkt machen möchte. Dann haben wir hier Speicherort für die Smart Patching Datei. Habe ich bisher noch nicht genutzt gehabt, aber das ist auch das Standardverzeichnis, wo halt normalerweise auch die virtuellen Disks drin liegen. Das ist noch eine wichtige Funktion. In dem Fall automatische Startaktion. In dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel der Server abgestürzt ist,
dass zum Beispiel beim Neustart vom Server automatisch die VMs wieder hochfahren. Das kennt man von VMware, da ist es standardmäßig nämlich deaktiviert. Das heißt, wenn der ESX-Host abschmiert und neu startet, sind alle VMs aus. Und in dem Fall ist hier schon eingestellt, automatisch starten, falls die Ausführung beim Beenden des Dienstes stattfand. In dem Fall abgeschmiert ist, aber in meinem Fall würde ich dann immer anhaken und die Startverzögerung immer 10 Sekunden, dass er dann nach und nach jede VM hochfährt, weil wenn er alle gleichzeitig startet, hat man ja das Problem, wenn man einen Domain Controller hat, der muss ja als erstes da sein. Gehen wir einmal auf Anwenden und hier haben wir auch noch eine Einstellung, welche Aktion soll beim Herunterfahren des physikalischen Servers passieren? Im Normalfall sollte er gespeichert werden, wenn aber natürlich das SAN weg ist oder die internen Festplatten Probleme haben, ist eigentlich schon sinnvoll, dass das Gastbetriebssystem heruntergefahren wird. Genau, das wären jetzt so die einfachen Einstellungen. Und wenn ihr jetzt natürlich das System startet, das heißt, ihr geht mal auf Starten und würde jetzt auf Verbinden gehen, würde er ganz normal von der ISO booten, beziehungsweise ich war jetzt nicht schnell genug. Ich würde jetzt nochmal kurz einmal das drücken und ihr seht, er bootet ganz normal in die Windows-Installation. Die müssen wir an sich natürlich jetzt nicht durchführen, weil das kennt ihr ja, das ist wie bei Windows 10. Ihr geht einfach auf Weiter, jetzt installieren. Dann lädt er kurz und dann wählt ihr halt die Art aus, was ihr haben möchtet. In dem Fall noch die Lizenzen akzeptieren, Benutzer definiert. Und hier würdet ihr einfach die Festplatte auswählen, weiterklicken und dann würde er das ganz normal installieren und dann habt ihr eine virtuelle Maschine. Das dauert natürlich je nach Geschwindigkeit der Festplatte, in meinem Fall eine NVMe SSD, zwischen mehreren Minuten bis zu einer halben Stunde. Hier vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Wir sehen uns gleich wieder. So, das System ist installiert und wird gerade neu gestartet. In dem Fall seht ihr schon den UEFI-Boot-Modus. In dem Fall ist ja hier unten der Kringel und das Hyper-V-Logo. Wäre es der BIOS-Boot-Modus, würde hier dieses blaue Windows-Logo kommen, wie man das vom Windows-Booten kennt. Wo im Normalfall eure Logos von den Mainboards drin sind. Asus, Dell, was auch immer. Ja, das war in dem Fall schon die Einrichtung gewesen. Jetzt könnt ihr natürlich die Grundeinrichtung von dem System machen, aber das kann jeder ja selbst dann einstellen. Das Wichtigste ist erstmal, wie ihr eine virtuelle Maschine erstellt. Ja, das war schon gewesen. Bei Fragen und in die Kommentare für einen Daumen hoch mich auch freuen. Dankeschön.